Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Ach ja, mein Name ist Lars Korsten, hatte ich ganz vergessen. Wir wollten das ja jetzt einmal einhalten. Themen, die ich frisch gepresst habe, sind Emirates fliegt für Lufthansa von Dubai nach Teheran. Das heißt also, Lufthansa bringt die Kunden nach Dubai und dann geht es mit Emirates weiter. Emirates will die A380er bis 2041 in Dienst stellen. Dann haben wir Chicago. Entsteht da ein Kampf zwischen United und American Airlines um Chicago? Gucken wir uns auch mal an, ob da irgendwie so ein Beef ist. Dann haben wir einen A380er von Lufthansa, der ist nach Shannon geflogen. Da erzählen wir auch, was es mit auf sich hat. Dann haben wir nachteilige oder schlechte Nachrichten bei der 787-9er, die Business Class. Da bleibt die Sperrung etwas länger. Und 737, neue Produktionslinie in Everett. Bei IHG One Rewards, da gibt es von Januar bis März doppelte Elite Qualifying Nights, gehen wir auch drauf ein. Und wir haben ein Thema EU-Reform Fluggastrechte. Da soll es dann auch nochmal Neuerungen oder Verschlechterungen geben. Gucken wir uns auch an, was da passiert. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber wie immer auch zu kommentieren, abonnieren und auf Scoot zu kommen. Das erste Thema, und zwar, die Lufthansa fliegt ja bis zum 18. März, seit wie lange eigentlich, nicht direkt nach Teheran. Und um die Kunden trotzdem dahin zu bringen, ist es so, dass stattdessen die Ersatzlösung ist, wie ich ja schon sagte, mit Frankfurt-Dubai oder wie auch immer, nach Dubai und dann weiter mit Emirates nach Teheran. Der iranische Luftraum bleibt tabu, der irakische wird wieder genutzt. Flüge nach Tel Aviv Amman nur tagsüber bis zum 31. Januar, damit die Crew dort nicht übernachten muss. Ich hatte das ja erzählt in einer Sendung. Und Sicherheit ist natürlich ein Thema. Ja, würdet ihr über Dubai fliegen, oder würde ihr sagen, nee, da will ich lieber nicht fliegen, da kann ich direkt mit Emirates fliegen. Da wäre ich mal gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt, dass Lufthansa nicht hinfliegt, aber Emirates das tut. Ja, Emirates hat ja eine neue Flottenstrategie. Immer wieder hat man das Gefühl, grüßt das Murmeltier, und zwar der A380er. Jetzt ist es so, dass man sagte 2035, jetzt sagt man 2041. Emirates nutzt ja 380er bis mindestens 2041, denn man hat die Lebensdauer mit Cycle Kits und so weiter, möchte man maximal ausreizen bei den 380ern. Und die 777X-Flotte ist ja ein neuer Rekord mit 270 Bestellungen, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Boeing prüft auf Wunsch von Emirates auch die 777-10 oder 777XL, je nachdem, wie man den Namen nennen möchte, an. Soll also 5 Meter länger sein, soll 470 Plätze haben. Und auf Q2 2020 ist jetzt die erste Auslieferung des 777X, also der 777-9, ausgelegt. Auch gibt es noch theoretisch im Raum irgendwie 350, 1100, 350, 2000, irgendwas in der Richtung. Aber der Markt für diese Ultra-Großraumflugzeuge ist natürlich sehr, sehr begrenzt und sehr, sehr klein. Tim Clark sagt, wir wollen unsere 380 bis 2041 weiter nutzen. Und da muss man halt einfach mal gucken, was da passiert. Ja, sagt ihr, dass Boeing das richtig macht, wenn sie größere Flugzeuge bauen? Oder sollte Airbus sogar auch sagen, nee, wir bauen auch größere Flugzeuge? Weil der 380er Neo, der wird ja nicht kommen aus Gründen, weil das wäre ja wirklich im Prinzip, wenn man ehrlich ist, es ist nur für eine Fluggesellschaft. Ne? Auch wenn damals die 747 nur wegen der Pan Am gebaut worden ist. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man als Flugzeugbauer so boutiquig unterwegs sein kann und nur für einen solche Flugzeuge dann baut. Wir haben die 787, die wird ja auch schon seit über 10 Jahren gebaut. Aber Lufthansa hat sie ja quasi jetzt als Erstbetreiber, zumindest meint man das ja, wenn man die Werbung gesehen hatte damals. Und im Moment dürfen ja nur 4 von 28 Business-Class-Sitzen benutzt werden. Die FAA-Zulassung für die Sitzverankerung fehlt immer noch. Also irgendwie der Papierkrieg ist nicht gemacht. Die Blockierung wird jetzt verlängert bis zum 1. Juli, also nicht nur bis April, sondern auch bis Juli. Da ist also auch Schluss mit lustig. Die Sitze im 350 und in der 787-9 sind verschiedene Hersteller, aber auch natürlich der 380er, der 380er auch. Aber der 350er wird ja in Europa zugelassen und die 787 wird in den USA
zugelassen bei der FAA. Das ist einmal. Und deshalb müssen sie halt getrennt zugelassen werden. Die Crashtests sind halt, wie ich sagte, abgeschlossen, aber die Behörden sind noch am Prüfen, am Machen, am Tun. Also der Papierkrieg ist das, was jetzt im Moment Zeit kostet. Ja, natürlich sind die 4 Business-Class-Sitze, das ist eine Katastrophe. Also das ist für die Lufthansa natürlich ein Riesenproblem. Ja, würdet ihr einen Dreamliner-Flug buchen, wenn die Business-Class fast komplett gesperrt ist? Ist ja irgendwie so dann wie alleine fliegen. Da könnt ihr ja mal was zu sagen. 380er hatte ich ja gerade schon mehrfach genannt heute. Da geht es um die Delta Alpha India Mike Hotel. Die ist leer nach Shannon geflogen. Und wenn ein Flugzeug leer nach Shannon fliegt, dann ist das natürlich aufmerksamkeitserhaschend. Und zwar ist die Maschine von München überführt worden und man geht davon aus, dass sie die Sonderlackierung 100 Jahre bekommt. Nachdem also die 87-9er schon als ab Werk direkt, dann haben wir die 320er Neo und jetzt den 380er. Also insofern dort dann eine professionelle Lackierung für das Flugzeug in 100 Jahre Hansens. Ja, der Flughafen ist ja auch bekannt dafür, für diese Großflugzeugprojekte. Also ich denke mal, es wird da nichts sein. Ja, also es ist halt so. Die Lufthansa hat es ja auch wahrscheinlich zugegeben schon. Ja, welche historische Lufthansa-Lackierung würdet ihr euch denn für den 380er wünschen? Wie findet ihr diese 100 Jahre Lackierung? Oder würdet ihr sagen, hey, vielleicht sollte das ja mal so in Retro sein? Da wäre ich mal gespannt, wie ihr da das Thema seht. Das Thema, was ich ganz klar sehe, ist das Thema EU-Reformen zu den Passagierrechten, EU-Fluggastrechte, Handgepäckentschädigung, Boarding Pass. Da ist es so, dass die Entschädigung bei Verspätung das Parlament Gott sei Dank weiterhin die Entschädigung ab 3 Stunden sieht. EU-Staaten wollen die Grenze auf 4 bis 6 Stunden erhöhen, weil es aber ein Passagiernachteil ist es etwas, was ich absolut nicht gutheißen kann. Also die vorgeschlagenen Erstattungen sind 300 bei 1500 Kilometern und kleiner, dann 400 € bei 350.000 und weniger oder 600 bei 350. Also das wäre ja schon mal besser, weil das ist ja dann etwas mehr. Beim Handgepäck, das Parlament sagt persönlicher Gegenstand ein Handgepäckstück 7 Kilo bzw. 100 Zentimeter Gesamtumfang da irgendwie. Ich würde eher auf 8 gehen, aber gut, das ist so. Man sagt halt, die Airlines sind dagegen, weil es Platzprobleme und Verzögerungen gibt. Ich bin mit American Airlines geflogen und die hatten waren das die XXLer? Das waren auf jeden Fall die großen Bins, wo halt schon die Taschen quer standen. Das war absolut smooth, ne? Taschen rein, wunderbar für jeden ein Platz, also kein Stress. Dann geht es weiter. Neue Rechte, die kostenlos uns eingeräumt werden sollen, sind halt Platz neben Eltern, Korrektur von Namensfehlern, sehr geil. Und Check-in darf nicht kosten. Boardingpässe-Papier muss weiter erlaubt sein, da ja Ryanair zum Beispiel das Ganze abgeschafft hat. Gut, ich sag mal so, ich hatte das in Dallas, da wollte ich mit den American Airlines Boardingpässen, also gebrandet alles, musste ich die gegen Finnair tauschen und damit durfte ich dann rein und ich durfte nur mit dem Papierpass rein. Indien darfst du, glaube ich, auch nur mit Papier fliegen, weil die da noch den Stempel drauf machen und alles. Also gut, Ryanair fliegt nicht nach Indien, insofern auch okay. Aber ist das irgendwie so 2008 oder so mit Boarding Pass als Papier? Ihr könnt ja dazu was sagen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass die Änderungen durchkommen, weil wenn diese Änderungen durchkommen würden, wo man die Verspätungszeiten für die Fluggesellschaften angemacht, das heißt, dass sie länger Verspätung haben, würden 60% der Erstattungen wegfallen. Und das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, weil ich glaube, dass die Fluggesellschaften da eher sich am Schlawittchen und an der Kandare halten müssen, wenn sie halt Kompensationen zahlen müssten. Was auch sein müsste, ist, dass diese Kompensationen automatisiert ausgezahlt werden müssen und verpflichtend, dass da ein automatischer Prozess ist, dass es also keine Hohlschuld der Passagiere mehr ist, sondern eine Bringschuld. Da bin ich mal gespannt. Ja, was sagt ihr denn eigentlich zu dem Thema Handgepäck? Ist das mit dem Handgepäck ein richtiges Thema, dass das so dort gelöst werden muss? Oder ist das etwas, wo es mehr Probleme gibt? Da könnt ihr ja was zu sagen. In den USA, wo ich ja gerade American Airlines genannt habe und United,
Die haben in Chicago etwas Beef, um genauer zu sein. American Airlines kauft ja die Gates G8 und G10 von Spirit für 30 Millionen. United fühlt sich halt bedroht, denn Chicago ist ja der Heimatmarkt. United-Chef Scott Kirby kündigt auch dann eine massive Flugoffensive für 2026 an. Ziel ist es, American Airlines davon abzuhalten, mehr Gates zu übernehmen. American plant 500 tägliche Flüge und möchte United näher kommen. Und United sagt, dass American Airlines dort 500 Millionen Dollar verlieren würde. American sagt, das stimmt nicht. Ja, also ich sag mal so, American war da ja auch schon stark. Man hat es nur während Covid dann halt so ein bisschen ausgelassen wegen ist nicht. Also insofern sehe ich das jetzt nicht als großes Drama an. Aber natürlich möchte man, wenn man da der Platzhirsch sein möchte und bleiben möchte, muss man da natürlich auch immer gucken, dass man dort dann die anderen im Schach hält. Und dann ist das natürlich, wenn für 30 Millionen 2 Gates gekauft werden, ein Thema. In den USA ist es so, dass die Gates dann der Fluggesellschaft gehören. Deshalb seht ihr das ja auch, dass zum Beispiel die Gates auch komplett im Branding der Fluggesellschaften sind. Und da wird dann halt nicht rumgehuppelt. Finde ich ein bisschen doof, aber gut, so ist das in den USA. Wollen wir einfach mal fragen, wer gewinnt, Chicago United oder American? Wobei ich aber glaube, dass United da unangefochten der Platzhirsch bleiben wird. Ja, Boeing startet in der 737-Produktion in Everett wieder früher. Man hat eine neue North Line, das heißt also eine nördliche Produktionslinie in Everett. Die wird ab Sommer 2026 vorgezogen. Damit erstmals die 737-Produktion außerhalb von Renton, Ohio. Anfangs sollen da die 737 MAX 8 und 9 produziert werden. Eigentlich wollte man ja die MAX 10 dort produzieren. Aber es ist so, FAA hat die Produktion der MAX wegen der Qualitätsmenge ja begrenzt auf 38 Stück pro Monat. Aber man darf jetzt steigern und dann wäre das Ziel 52 pro Monat. Und da bin ich mal gespannt. Wird Boeing das Vertrauen in die 737 MAX wiederherstellen langfristig? Könnt ihr ja beantworten. Und das letzte Thema, das ist IHG One Rewards. Da gibt es Double Qualifying Elite Nights, eine Promotion relativ früh dieses Jahr, vom 22. Januar bis zum 31. März. Doppelte Elite-Nächte, aber maximal nur 10 Bonusnächte. Es gelten auch nur wieder wie immer Paid Stays und achtet drauf, Paid Stay ist nur, also ein bezahlter Aufenthalt, wenn es mehr als $30 kostet. Punktenächte, Points and Cash zählen natürlich nicht und die Nächte zählen für den Milestone Reward, aber nicht für den 2027er Rollover und kombinierbar mit parallelen Double Points Promotion. Und wie wichtig sind für euch die Statusnächte im Vergleich zu den Punkten? Da könnt ihr ja mal gerne auch was zu sagen und ob ihr das gut findet, dass das gemacht wird. Was haben wir jetzt? Wie immer, am Ende denkt ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazu lassen, zu kommentieren, auf School zu kommen. Und ihr könnt natürlich die Frage des Tages beantworten. Und zwar einmal, was wollen wir denn machen? Welche Lufthansa Retro-Lackierung würdet ihr gerne auf dem 380er sehen? Das ist eine schöne Frage. Und brauchen wir feste EU-Regeln fürs Handgepäck? Bis dann, viel Spaß, bis zur nächsten Sendung.